Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Die organisierte Traurigkeit des Kapitalismus hat in den letzten Jahren vielfach jede Hoffnung auf ein besseres Leben zerstört. Was für eine Welt, von der man sagen kann, dass sie verrückt ist, ohne eine andere zu kennen. Wettbewerbsfähigkeit als Sinn des Lebens. Wir alle stehen uns als Konkurrenten um das Viele, was es gibt, aber nur wenigen gehört gegenüber. Doch den Kampf um das scheinbar unendliche Wachstum können nur wenige gewinnen. Willkommen im Wahnsinn. Der Kapitalismus produziert enorme Reichtümer, doch die meisten Menschen können gerade mal davon träumen. Die nächste Rationalisierungswelle rast unaufhaltsam auf uns zu. Was dem Menschen das Leben erleichtern müsste, wird ihn zunehmend überflüssig machen. Das ist seine grundlegende Gewalttätigkeit. Das gute Leben für alle ist zur naiven Floskel verkommen. Die Realität ist eine andere. Das wissen mittlerweile selbst die, die den Kapitalismus beschwören. Vom Menschen selbst gemacht, soll er uns als natürlich erscheinen. Eine Krise folgt der nächsten. Er ist die Krise selbst, der permanente Widerspruch. Wo die Krise zuschlägt, befördert sie Ressentiments und Aggressionen. Sie richten sich gegen Minderheiten, gegen Jüdinnen, Muslime, Homosexuelle, Migrantinnen, Obdachlose, Faule, wie auch immer. Wer seinen Nachbarn erschlägt, der kann nicht Seite an Seite mit ihm aufbegehren. Ob mit den eigenen Händen oder als Aufforderung an den Staat, noch mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, das Ergebnis ist am Ende das gleiche: massenhafter Tod. Worauf aber weder die Fundamentalisten noch die Rassisten jemals kommen würden, ist zu fragen, warum die Welt so eingerichtet ist, wie sie eben ist. Als Antwort darauf schallt der Ruf der liberalen Gesellschaft nach Freiheit überall durch die Medien. Aber was für eine Freiheit soll das sein? Die Wahren reisen frei durch die Welt. Mit dem richtigen Pass und genügend Kleingeld können wir die ganze Welt entdecken. Ob mit Rucksack durch die Favela oder auf einen Martini am schönsten Strand der Welt. Doch nicht alle haben die Visa-Card im Badeanzug. Deutschland will wieder Weltmacht sein, während Südeuropa an den Rand des Abgrunds gedrängt wird. Ein Instrument der Durchsetzung deutscher Interessen ist die Europäische Zentralbank. Sie steht nicht nur symbolisch für den angeblich alternativlosen Sachzwangcharakter der gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnisse europäischen Zuschnitts. Sie ist wesentlich für die sozialen Verwüstungen in Europa mitverantwortlich. Der 18.03. ist der Tag der Pariser Kommune. Es ist keine neue Einsicht, dass das gute Leben erst anbrechen wird, wenn wir es selbst in die Hand nehmen. Doch im Herzen der Bestie herrscht relative Ruhe. In vielen anderen Ländern regt sich aber Widerstand, schon lange. Nicht nur an den Wahlurnen. Der Traum einer anderen Welt versammelt sich auf den Straßen und auf den Plätzen. Fuck Austerity. All die Kämpfe, die wir führen, antifaschistische Abwehrpolitik, praktischer Antirassismus und Feminismus, die Auseinandersetzungen um Bildung und Arbeit, all die nächtlichen Aktionen voller Wut und Hoffnung sind richtig und wichtig. Aber wir gehen am 18. März auf die Straße, weil diese Kämpfe aussichtslos sind, wenn nicht allen klar ist, dass sie miteinander zusammenhängen. Kein Witz. Eine andere, eine solidarische Welt ist möglich. Aber sie kann nur auf den Trümmern der alten Ordnung errichtet werden.
fangen wir mit dem Abriss an. Die Geschichte ist nicht zu Ende.